Tag 4. Es wird kein langes Video. Und wir sind zurück auf dem West Highland Way. In diesem Video Tag 4 und Tag 5. Warum? Das seht ihr, wenn ihr dran bleibt. Auf jeden Fall viel Spaß. Tag 4 beginnt hier. Hier geht es dann hoch. Hoch. Bis Crianlarich. Oder Crianlarich. Keine Ahnung, wie man das schon wieder ausspricht. Crianlarich. Vielleicht so. Es ist schottisch. Dann hier angekommen, Crianlarich. Da ist übrigens auch die Halbzeit vom West Highland Way, sage ich mal so. Es ist quasi die Hälfte vom Weg, hat man dann da geschafft. Das gucken wir uns jetzt an einfach. Ja, hier sind Mücken, auch wenn es ein bisschen windig ist. Deswegen sehe ich wieder aus wie ein Imker. Dieser Weg ist um einiges besser als der gestern, auch wenn es hier hoch und runter geht und ein paar Steine im Weg sind. Aber man kann hier laufen. Ich habe mein Knie heute Morgen getaped, doppelt und dreifach. Also wirklich, da ist jetzt so viel Zug drauf. Ich weiß gar nicht, ob das gesund ist. Ich spüre es jetzt gerade minimal. Ich weiß nicht, ob es jetzt an dem Weg liegt oder am Tape oder beides. Von Vorteil, wenn es nicht die ganze Zeit jammert. Fuß sagt bis jetzt auch wieder nichts. Der hat ja die Nacht immer zum Erholen. Und dann so nach 5 Kilometern gestern war der sich ausgeblendet, weil da war das Knie ja die ganze Zeit. Aber so zum Schluss hat er sich dann schon noch gemeldet und heute Nacht auf jeden Fall. Genau, ansonsten viel Spaß mit Tag 4. Haben wir jetzt mitbekommen, hier war der Halbzeitpunkt und dann ging es hier weiter. Und ich habe da auch relativ wenig dann filmen können, weil hier sind dann halt auch die ganzen Übernachtungsgäste, die halt ohne Gepäck oder mit Gepäcktransfer den West Highland Way machen. Die haben mich hier alle schon überholt. Und hier ging es dann ein bisschen runter und ja, guess what? Da ist mein Knie mal wieder ein eigenes Ding gedreht. Und Alter, ab da war es dann auch. Ich habe dann zwar noch weiter durchgezogen und alles, weil ich wollte es schaffen, aber das Knie, wie in der letzten Folge gesehen, es hat halt so gezogen einfach. Erst hinten drin, dann vorne drin, dann alles, dann der Oberschenkel. Ich hatte wirklich andere Probleme, als hier zu gucken, was kann ich filmen. Hier den ganzen Weg bis nach Tindrim. Da wollte ich dann eine Pause machen. Ich glaube, ich habe den gar nicht mehr mitgefilmt, weil ich war auf mein Knie konzentriert. Und dann hat mich eine ältere Dame humpeln sehen. Und die hat mich halt einfach dann dieses bisschen Weg hier noch bis ins Stadtzentrum gefahren. Das war mega nett. Es waren nur 500 Meter. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Cheaten war. Aber es war trotzdem, also es hat mir eine halbe Stunde, half an hour, I saved half an hour. Also es ist wirklich, ich hätte wahrscheinlich jetzt sogar länger gebraucht für das hier. Also die Dame, wenn die das sieht oder so, ey, vielen Dank dafür. Das war ein kleiner Lichtblick. Hab dann hier auch was gegessen, längere Pause gemacht, das Knie ausgeruht. Ja, wieder nichts gefilmt. Ich habe jetzt da auch dann ein paar Leute getroffen, die ich vom Morgen und vom anderen Tag noch gesehen hatte. Die wussten auch, dass mein Knie kaputt war. Die haben auch immer Hilfe angeboten und so. Dann war es nach Bridge of Orchy. Das ist der ganze Weg. Das war mein angepasstes Tagesziel. Nur noch 10 Kilometer, die wollte ich weitergehen. Und ab hier, als ich hier die Pause gemacht habe, hier ging dann das Knie wieder. Alles ganz gut. Es ging auch nur ein bisschen hoch, dann war es hier immer gerade, aber halt immer an der Autobahn entlang. Da habe ich auch nicht mehr gefilmt. Habe ich wirklich nicht. Und dann ab hier ging es dann wieder runter. Und Alter, ich habe so gehumpelt einfach wegen dem Knie. Und bis ich dann irgendwo
an einer Stelle, oder ob es sogar hier war, ein britisches Ehepaar gesehen haben, die mir einfach eine Schiene gegeben haben für mein Knie. Ey, das war mega gut. Also wirklich. Und dann habe ich hier noch ein Mädel getroffen, die habe ich vom Anfang an, wir sind zusammen gestartet quasi. Also ich ein bisschen vor ihr, die hat mich dann hier eingeholt, genau, und den ganzen Weg sind wir dann hier runtergegangen und das war quasi mein Spot für die Nacht. Ja, es war sehr kalt und sehr regnerisch. Zeige ich euch mal kurz, wo ich am Tag 4 eigentlich sein wollte. Hier, Kinloch 11. Das war mein Tag 4, weil ich Tag 5 natürlich schon in Fort William sein wollte. Wo starten wir an Tag 5? Bridge of Orkney, weil ich Tag 4, na gut, ich musste 2 Tage ranhängen schon wegen dem Knie oder einmal wegen Loch Lomond und dann einmal wegen dem Knie. Also wir starten Tag 5 hier an der Bridge of Orkney. Hier bin ich dann aufgewacht an Tag 5, am offiziellen Tag 5 und habe da erstmal einen Pausentag eingelegt. Ich habe mir hier nämlich gedacht, am nächsten Morgen, weil das Knie nicht besser wurde, ich nehme jetzt den Bus, da ist eine Bushaltestelle, Citylink fährt da. Ich fahre nach Fort William, das Hotel war da eh schon gebucht für den Tag. Ich mache einen Pausentag, es hat nur geregnet an dem Tag und ich saß im McDonald's und habe einfach meine Route neu ausgeguckt und wie ich das jetzt anpasse. Ich hatte zum Glück die Zeit. Können wir mal weitermachen. Ich sag trotzdem Tag 5, weil das ist Tag 5 der Wanderung oder des Laufens, insgesamt Tag 6 in Schottland. Wir machen trotzdem Tag 5 raus, weil es Tag 5 auf dem West Highland Way ist. Also starten wir Tag 5 hier, relativ spät, weil ich natürlich mit dem Bus erst wieder zurück musste. Und ich habe mir dann bei McDonald's meine Route so angepasst, ich habe es einfach kürzer gemacht. Das heißt, mein Ziel jetzt heute oder Tag 5 wäre dann von Bridge of Orkney den Weg hier weiter nach Kings House. Das ist hier. Das waren, glaube ich, 19 Kilometer. Und was soll ich dazu sagen? Es war ein richtig geiler Tag, also wirklich. Die Sonne hat geschienen, war alles richtig geil. So, ich bin hier los, ganz normal, schön. Ich habe da 2 Männer aus London getroffen. Grüße, falls ihr das auch seht. Der eine, du hast meine Handynummer, meld dich. Ja, mega. Und dann immer wieder gegenseitig überholt, weil die machen natürlich Fotos. Ich habe gefilmt, das war hier. Ich habe es dann bis hier geschafft. In Verrowan. This is not the end. Just give me your hand. Together we are strong. Stay hopeful, be sure there will be a cure. Now you've to endure, but better days will come. There is a morning after every night. There will be peace after every fight. There is a light shining in the dark and healing of a broken heart. There is a morning after every night. There will be peace after every fight. There is a light shining in the dark and healing of a broken heart. Keep the faith up high, high above the sky.
Let the love shine in and let it fill your soul. Feel a warm embrace and receive that grace and a smiling face. In Inverowen, in dem, ja, das ist ein Hotel, ist ein ganz kleiner Ort mit einem kleinen Restaurant oder auch ein Hotel. Da habe ich eine Biker-Truppe getroffen. Aus Hannover, Braunschweig, Norddeutschland, Alter. Wenn ihr das guckt, auch Grüße an euch. Ich habe Tag 4 und 5. Das waren echt, da habe ich so viele Leute getroffen. Es ist unglaublich, wie hilfsbereit die Menschen dann doch sind, wenn man einfach nur kommuniziert. Ist mega. War echt mega. Also alle, die ich da getroffen habe, die sich Sorgen gemacht haben oder Gedanken oder die helfen wollten, auch wirklich, es kommen später in den anderen Tagen kommen auch noch ein paar Leute. Wirklich, vielen Dank dafür. Ja, das ist krass. Das erlebt man so im normalen Alltag nämlich eigentlich gar nicht mehr. War ein schönes Erlebnis, die 2 Tage auf jeden Fall, zumindest das zu sehen. Ich habe in Inverowen eine Biker-Gang oder Truppe aus Hannover, ja, Braunschweig, Hannover getroffen und die meinten dann, der weitere Weg nach Kingshaus, die restlichen 15 Kilometer wären das gewesen. Es wäre Asphalt gewesen oder vielleicht nur Schotterstraße, einfach nur extrem langweilig. Anscheinend. Gerade dann mit einem kaputten Knie, auch wenn ich die 2 aus London vielleicht ab und zu mal noch auf dem Weg gehabt hätte, aber ich habe an Tag 4 schon gemerkt, auch wenn ich eine Ablenkung drin habe, weil mit dem Mädel, wo ich dann gelaufen bin, es hat nicht viel gebracht, es tat trotzdem weh, ich bin trotzdem zurückgefallen, ich konnte nicht mehr mitziehen. Das Knie tat an Tag 5 nicht mehr ganz so weh, also das hat schon was gebracht, im Hotel zu bleiben und einen Tag auszuharren. Ja, eine Nacht halt dann in einem normalen Bett zu schlafen, vielleicht auch mal was Vernünftiges zu essen. McDonald's ist nicht vernünftig, Vernünftiges zu essen. McDonald's. Und die Biker-Truppe, die hat mich dann tatsächlich mitgenommen bis zum Kingshaus. Das heißt, ich habe gecheatet und wurde die 15 Kilometer gefahren. Und ich mache nochmal einen halben Pausentag und chill mich einfach hin. Die Biker-Truppe, echt ey. Ich weiß nicht, wo ich gelandet wäre, hätte ich die 19 Kilometer komplett gelaufen. Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht dran denken. Ich hätte wahrscheinlich abgebrochen. Komplett, weil es dann zu viel wurde fürs Knie. Die Biker-Gang und alle anderen, die mir die Schiene gegeben haben, am Vortag noch. Alle, die mir Schmerzmittel anbieten wollten, und das war nur Ibuprofen, was ich ja nicht vertrage. Ab da wurde der West Highland Way zu einem Erlebnis. Davor war es ein Abenteuer, jetzt ist es ein Erlebnis, aber ein positives. Also dieser ganze Weg wurde gesagt und habe ich auch auf anderen YouTube-Videos schon gesehen. Der ist anscheinend nicht so geil. Also nachdem ich dann die Biker-Truppe hier aufgelesen hat und hier abgesetzt hat, da war es 3 oder so. Also es war relativ früh. Ich war auch die erste, auf die gepitcht hat, die das Zelt aufgebaut hat, war relativ cool. Ich habe dann hier versucht, einen Sonnenuntergang zu filmen. Da hat sich aber bestätigt aus den Nächten davor, dass die Sonne einfach irgendwie nicht unterging. Es war immer extrem hell im Zelt. Hier ist der Stopp für die Nacht und für heute.